Kanban, Kanban, Kanban. Aber was ist eigentlich ein Kanban-Board? Was ist überhaupt Kanban? Kennst du das vielleicht? Du arbeitest an einem Projekt, vielleicht alleine, vielleicht aber auch mit mehreren Leuten. In jedem Fall gibt es immer eine ganze Menge Sachen, die erledigt werden müssen. Die Kanban-Methode hilft, einen Überblick über den Stand des Projekts zu bekommen. Ein Kanban-Board ist ein agiles Projektmanagement-Tool, um schnell zu sehen, wie viele Aufgaben erledigt wurden und welche Sachen noch erledigt werden müssen. Am besten direkt mit Deadline und wie lange man dann für diese Aufgaben auch braucht. Vielleicht sogar mit einer Zuweisung. Und ein Kanban-Board ist einfach gesagt dann eine To-Do-Liste, die in verschiedene Arbeitsphasen unterteilt werden kann. Jede Aufgabe wird in eine von 3 Kategorien unterteilt, meistens zumindest. Noch nicht bearbeitet, wird gerade bearbeitet und fertig. Im Englischen To Do, In Progress und Finished oder Completed. Das kann aber auch in einem modernen Kanban-Board eingestellt werden. Ich habe zum Beispiel ganz andere Kategorien, kommen wir nachher noch drauf. Wenn eine Aufgabe in einem Projekt erledigt wird, kannst du die Aufgabe ganz einfach in die Kategorie für fertiggestellte Arbeiten verschieben. Die Kanban-Methode hilft vielen Teams, die Bearbeitung von Aufgaben in einem Projekt besser zu verteilen und einen schnellen Überblick zu bekommen. Ich persönlich verwende Kanban-Boards privat, um über zum Beispiel meine privaten Projekte einen Überblick zu haben, aber selbstverständlich auch massiv für genau hier, für meine Videos, die ihr hier sehen könnt. Ich habe ein bzw. mehrere Kanban-Boards für Videoideen und wir haben im Team ein Kanban-Board für die Videos, die gerade aktiv erstellt werden. Ist das Video nur geplant? Ist es schon in der Recherche, wo wir gerade bei eigenen Kategorien waren? Ne? Nehme ich es gerade auf? Schneidet mein tapferes Schneiderlein gerade das Video? Reviewe ich oder ist es sogar schon fertig? Ihr seht, man ist also auch nicht auf 3 Kategorien beschränkt, sondern kann die eigentlich so aufteilen, wie man es eben braucht. Im Übrigen, auch jede Serie von mir hat ein Kanban-Board. Da sehe ich dann zum Beispiel Tutorial Nummer 1, Tutorial Nummer 2 mit dann jeweils am besten noch einem Titel und dem Inhalt dabei. Man schiebt also auf einem Kanban-Board je nach Zustand einen Eintrag weiter oder eben auch nicht. Für Informatiker übrigens dann eher so: Backlog, In Progress, Done oder Completed. So als ganz klassische Zustände. Und so doof es sich anhört, hierbei gibt es viele tolle Features, die einem das Leben leichter machen können. Oder eben auch nicht. Selbstverständlich kann man auch mit Post-its übrigens an einem physischen Kanban-Board arbeiten. Diese Methode ist immer noch sehr beliebt. Man hat dann quasi im Office ein gemeinsames Kanban-Board und da sind wirklich solche Post-its dran, die man irgendwo hin verschiebt. Aber das erlaubt zum Beispiel keine Remote-Arbeit, also Homeoffice. Naja, schwierig. Und es gibt schon gar keine Integration in weitere Tools wie zum Beispiel Kalender. Das ist aber ein separates Video und da kommen wir auch noch drauf. Kanban ist übrigens japanisch für visuelles Signal, also Konnichiwa zu diesem Kanban-Board-Vergleich. An der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz auf unseren Sponsor eingehen. Das ist heute wieder Get-in-IT. Bei Get-in-IT könnt ihr sehr schnell und einfach einen Job in, natürlich, der IT-Branche finden. Die größten Firmen haben ihre Jobangebote auch bei Get-in-IT hinterlegt. Das Tolle, du musst nichts weiter tun, als dich auf der Plattform anzumelden und dein Profil auszufüllen. Hinterlege dort, welche Skills du hast, zum Beispiel agile Softwareentwicklung oder Kanban und was dein Werdegang und deine Ziele sind. Anschließend melden sich die Firmen bei dir. Der Prozess ist für dich natürlich vollkommen kostenlos und auch mit viel weniger Arbeit verbunden, als wenn du selbst auf die Suche gehen würdest. Bevor wir uns die einzelnen Tools ansehen, sollten wir vielleicht noch kurz klären, wieso es speziell Kanban-Boards sind und keine Scrum-Boards, die wir hier uns anschauen wollen. Die beiden Methoden sind sehr ähnlich, aber es gibt feine Unterschiede. Scrum-Sprints sind immer mit festem Start- und Enddatum. Kanban ist da flexibler. Es ist ein fortlaufender Prozess und gibt euch da nicht vor, von wann bis wann ihr alles im Backlog wegarbeiten müsst. Dementsprechend wird bei Scrum auch das komplette Board nach einem Sprint normalerweise gelöscht, während es bei Kanban einfach fortlaufend weiterverwendet wird und es gibt eben diese Completed-Spalte. Hier als kleiner Tipp allerdings meinerseits: gelegentlich aufzuräumen auf eurem Kanban-Board schadet definitiv nicht. Sonst seid ihr, wie ich in meinem Videoideenboard, bei irgendwann weit über 500 Einträgen, wenn man alle zusammennimmt. Auch eine neue Priorisierung, neue Deadlines und Zeiten sind bei Kanban und damit im zugehörigen Board möglich. Bei Scrum sollte das eigentlich nicht passieren.
Kanban als Methode sieht übrigens auch keine festen Rollen wie im Scrum vor. Der Scrum Master, der Product Owner. Bei Kanban organisiert man sich selbst. Ihr seht also, jedes Scrum ist quasi auch eine Variante von Kanban, aber es ist eben meistens unflexibler und steifer, also eine genau definierte Variante von Kanban sozusagen. Aber das heißt auch gleichzeitig, jedes Kanban-Board kann auch für jedes Scrum-Team genutzt werden. Heute soll es ja einen Vergleich geben, welches Kanban-Board ich nutze und welches worin gut ist. Konkret haben wir uns diese Tools hier angesehen: Asana, ClickUp, CryptPad, GitHub, Jira, Stackfield, Todoist, Trello und ZenKit. Das sind vermutlich die am meisten genutzten Tools fürs Projektmanagement und ja, wahrscheinlich gibt es noch sehr viele andere sehr, sehr gute Programme, aber ich denke, dass wir damit einen guten Querschnitt an Tools haben mit Kanban-Funktionen. Um diese Tools besser vergleichen zu können, habe ich ein paar Kriterien, die ich persönlich für wichtig erachte, rausgesucht. Angefangen natürlich mit dem Preis, der Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen, Möglichkeiten zur Kollaboration mit weiteren Teammitgliedern, die Integration von anderen Plattformen und natürlich, wie die Daten gespeichert werden, also zum Beispiel Ende zu Ende verschlüsselt oder so, dass der Dienst selbst Zugriff auf die Daten bekommen könnte, wenn sie wollen. Wichtig war mir außerdem, und das ist ein wirklich großes, subjektives Thema, ein schönes und übersichtliches User-Interface sowie Möglichkeiten, seinen Account mit MFA oder 2FA abzusichern. Das ist halt einfach bei mir wichtig, okay? Darüber hinaus bieten einige Programme zusätzliche Features neben dem Kanban-Board, zum Beispiel einen integrierten Chat, Abstimmungsfunktionen und so weiter und so fort. Die möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Das macht aber häufig einen direkten Vergleich sehr schwierig, weil teilweise sind diese Features eben sehr speziell. Aber das ist immerhin ein Video und gerade bei diesen Tools geht es viel um persönlichen Geschmack. Deswegen schaut es euch auch an. Fangen wir also an. Das erste Tool heißt Asana. Asana hilft bei allem rund um die Koordinierung und Durchführung von Projekten. Dafür bietet Asana neben einem klassischen Kanban-Board auch die Möglichkeit, Kollegen via Chatnachricht zu schreiben. Über eine Art Forum gibt es Teamdiskussionen und als Team kann man sich gemeinsame Ziele definieren. Kern von Asana bleibt allerdings natürlich das Taskmanagement. Nutzer können sich die Aufgaben im Kanban-Board als Liste, als Timeline oder im Kalender anzeigen lassen. Einzelne Aufgaben können bestimmten Personen selbstverständlich zugewiesen werden, sowie mit Zielen, also Milestones, verknüpft werden. Ist eine zu erledigende Aufgabe etwas komplexer, kann sie in kleinere Unteraufgaben untergliedert werden, was eigentlich auch bei allen Tools so sein sollte. Um Aufgaben genauer sortieren zu können und besser in verschiedenen Kategorien aufteilen zu können, bietet Asana die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder für Aufgaben zu erstellen. So könnte man beispielsweise jeder Aufgabe die Anzahl an erwarteten Arbeitsstunden, die zur Vervollständigung nötig sind, zuweisen. Asana ist auf den meisten Plattformen auch verfügbar. Mobile Plattformen werden mit iOS und Android zumindest meistens unterstützt. Es gibt Programme für Windows und für macOS. Darüber hinaus erhält man natürlich über die Webseite von überall Zugriff auf seinen Asana Workspace und wer seinen Account besonders schützen will, hat die Möglichkeit 2FA zu nutzen. Eine direkte Integration von Security Keys wird allerdings zum aktuellen Zeitpunkt nicht unterstützt. Asana kann mit 3 verschiedenen Plänen genutzt werden. Wichtig dabei, selbst mit der kostenlosen Variante können schon viele kleine Teams voll und ganz arbeiten. Sie können eine unbegrenzte Anzahl an Projekten und Aufgaben erstellen und erhalten unbegrenzt Speicher, wobei jede Datei maximal 100 Megabyte groß sein darf. Die größte Limitierung besteht bei dem kostenlosen Plan jedoch darin, dass maximal 15 Personen an einem Projekt arbeiten können. Dieses Limit besteht bei den 2 teuren Plänen zu rund 11 und 25 € im Monat nicht. Für 10,99 € im Monat erhalten Teams dann zusätzliche Funktionen noch. Der sogenannte Premium-Plan ist beispielsweise Voraussetzung, um benutzerdefinierte Felder erstellen zu können und enthält auch bessere Tools zum Verwalten des Teams, sowie einige weitere kleinere Erleichterungen. Mit dem teuersten Plan für ganze 24,99 € im Monat kann man Asana in vollem Umfang nutzen. Teams erhalten mit diesem Plan die Möglichkeit, Ziele zu definieren, Portfolios zu erstellen und können zum Abwickeln von Aufgaben oder ganzen Projekten benutzerdefinierte Regeln nutzen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Asana sind Integrationen mit anderen Plattformen. Für die Entwickler unter euch zum Beispiel stellt Asana eine API zur Verfügung, das heißt, ihr könnt das Ding auch selber so erweitern, wie ihr das Ganze braucht.
Wer aber nicht basteln will, kann neben Entwicklertools wie GitHub und GitLab auch viele gängige Kalender und hunderte weitere Dienste mit seinem Workspace verbinden. Ähnlich wie Asana vereint ClickUp die verschiedensten Tools in einer großen Plattform für das Arbeiten an Projekten. Die Liste ist hier wirklich extrem lang von Features. Taskmanagement, Dokumentation, ein Chat, Möglichkeiten zum Brainstormen mit einem Whiteboard oder Mindmaps, die Möglichkeit, die Zeit für Aufgaben zu tracken oder Dashboards, über die man einen schnellen Überblick über den Stand eines Projektes bekommen kann. ClickUp bietet scheinbar massenweise Möglichkeiten zum kollaborativen Arbeiten. Genau wie bei Asana bietet ClickUp dafür eine Reihe an Integrationen. Zahlenmäßig laut ClickUp sind über 1000 Dienste verbunden und können direkt mit ClickUp arbeiten. Darunter natürlich auch gängige Development-Plattformen wie GitHub oder GitLab, Cloud-Anbieter, persönliche Kalender und noch sehr viele mehr, die wir uns gerne bei Interesse auch mal angucken können. Nicht alle 1000 allerdings, das sollte ich vielleicht kurz sagen. Genau wie bei Asana stellt ClickUp auch eine eigene API zur Verfügung, die man natürlich auch für seine eigenen Projekte nutzen kann. Also zum Beispiel automatisch einen weiteren Request bzw. einen weiteren Task bei ClickUp einfügen, Leute zuweisen, wie auch immer ihr das eben handhabt. Für das Taskmanagement bietet ClickUp eine Reihe von verschiedenen Ansichten. Ein Kanban-Board, eine Liste, einen Kalender, eine Timeline, Mindmaps, eine Tabelle und noch wahnsinnig viele weitere Ansichten, die ich mir noch nicht mal alle angeguckt habe, obwohl ich das Ding regelmäßig nutze. Zum Beispiel übrigens ein Gantt-Diagramm, was für uns tatsächlich sehr nützlich ist, denn das wird automatisch aus den Aufgaben erstellt. Aufgaben können übrigens automatisiert hinzugefügt werden oder auch automatisiert als erledigt markiert werden, wenn gewisse Dinge passieren. Verantwortlichkeiten und zig weitere Regeln lassen sich ebenfalls automatisieren. Darüber hinaus bietet ClickUp die Möglichkeit, Tasks regelmäßig zu wiederholen, sie zu priorisieren, Unteraufgaben zu erstellen, sie mit Text zu versehen, eigene Felder zu erstellen, Beziehungen zu anderen Aufgaben herzustellen und Kommentare an Teammitglieder darunter zu schreiben. Gerade übrigens diese Beziehungen sind ein Feature, das ich sehr lieb gewonnen habe. Ich kann beispielsweise kein Video zur Firewall in OpenSense machen, wenn ich euch nicht vorher die Installation gezeigt habe. Das wird visuell dann relativ leicht verständlich dargestellt. Wo wir aber gerade von der UI sprechen, die ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aufgrund der Menge an Features muss man anfangs etwas suchen, was denn zum Beispiel ein Projekt, ein Space, eine Liste oder eine View ist. Hat man sich aber da mal durchgeackert, kommt man gut mit dem Tool klar, finde ich. Mit ClickUp sollte jeder Nutzer unabhängig von der Plattform glücklich werden. Neben einer Webseite gibt es für macOS, Windows und Linux Programme und natürlich auch für iOS und Android die Apps. Die App, das habe ich erst am Dienstag im Zug schmerzlich bemerkt, unterstützt allerdings nicht alle Features. Normales Arbeiten sollte aber auch in der App eigentlich kein Problem sein und im Zweifel ruft man die Website halt über den Browser auf. Daten werden über Amazon Web Services gespeichert, sind dabei aber nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt. Dafür können Nutzende ihren Account über einen zweiten Faktor schützen. Zum aktuellen Zeitpunkt unterstützt aber auch ClickUp keine Security Keys. ClickUp ist ein relativ neuer Dienst. Erstmals veröffentlicht wurde das Tool erst im Jahre 2017. Um den Umstieg dagegen leicht zu machen, können Nutzer ganz einfach mit einem integrierten Tool von einem anderen Dienst umsteigen. Unterstützt wird zum Beispiel Asana, Jira, Todoist, Trello und noch einige weitere Dienste. ClickUp bietet 4 Pläne zur Auswahl. Der kostenlose Plan bietet zwar die Möglichkeit, das Tool zu nutzen, schränkt aber dann doch ziemlich stark ein. Der Speicher ist auf 100 MB begrenzt, während er bei allen bezahlten Plänen unlimitiert ist. Außerdem werden sehr viele Features für Nutzer, die den kostenlosen Plan nutzen, sehr, sehr stark eingeschränkt. Für einige Features oder Ansichten hat man dann ein gewisses Budget an Nutzung. So können zum Beispiel bei den Mindmaps nur 100 Nodes erstellt werden. Und wenn man eine Node löscht, dann erhöht das Budget nicht. Das heißt, ich erstelle zum Beispiel eine Node in meiner Mindmap, 100 mal verschiedene Nodes. Ich lösche alle 100, dann habe ich trotzdem nicht die Möglichkeit, wieder mehr zu machen. Ich bin wirklich auf 100 mal Eintragen limitiert. Man kann also Mindmaps einfach irgendwann nicht mehr nutzen. Zu den Features, die im kostenlosen Plan von dieser Einschränkung getroffen sind, gehören die benutzerdefinierten Felder für Aufgaben, die Timeline-Ansicht, der Chat, Portfolios, die Dashboards und wie gesagt die Mindmaps. Was wirklich ärgerlich ist, ist einmal die Nutzung beschränkt.
bleibt das auch so. Das Budget an Nutzung wird, wie gesagt, nicht nach einer gewissen Zeitspanne zurückgesetzt und kann auch nicht verringert werden. Wer dann diese Features nutzen will, ist dann gezwungen, tatsächlich auf den teureren Plan abzugraden. Trotz des Namens werden im Unlimited-Tarif für $5 pro Monat immer noch nur einige Features uneingeschränkt nutzbar sein und manche immer noch nur eingeschränkt. Betroffen sind hier dann auch wieder die Timeline-Ansicht und die Mindmap. Die beiden Businesspläne für einmal $12 pro Monat und einmal $19 pro Monat bieten hauptsächlich dann erweiterte Features und eben wirkliches Unlimited. So gibt es zum Beispiel bei dem Plan ab $12 die Möglichkeit, Time-Tracking zu betreiben, Timelines und Mindmaps in vollem Umfang zu nutzen und weitere Möglichkeiten zur Automatisierung. Für weitere $17 im Monat, also die insgesamt $19, bekommt man neben mehr API-Quota die Möglichkeit, Permissions für einzelne Teammitglieder benutzerdefiniert anzupassen. Fairerweise muss man sagen, wir nutzen ClickUp im Team, um die Videos zu planen und außer bei der Mindmap sind wir noch nie an irgendwelche Grenzen gestoßen. Wir nutzen aber auch weder den Chat noch Timeline und auch bei der Mindmap sind wir einfach auf ein anderes Tool umgestiegen. Kann man das machen, also ein weiteres Tool einfach nutzen, dann ist eigentlich der kostenlose Plan für euch durchaus auch eine Option. Und ich meine, zum Dateien teilen würde ich vielleicht nicht unbedingt das Projektmanagement-Tool benutzen. Im Kontrast zu ClickUp und Asana bietet CryptPad keine Integration an. CryptPad legt den Fokus auf Privatsphäre und Transparenz. Alle Daten sind vollkommen Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, nur du und die Personen, denen du Zugriff auf ein Dokument gibst, haben Zugriff auf die Daten. Um das Vertrauen noch zu stärken, ist CryptPad sogar noch zusätzlich vollständig Open Source. Vielleicht kennt ihr CryptPad sogar schon. Die haben neben Kanban-Boards vor allem nämlich auch Tabellen und Dokumente, die viele wegen ihrer hohen Anonymität und Sicherheit gerne nutzen. Die Open-Source-Lösung erlaubt Nutzern neben einer von den Entwicklern zur Verfügung gestellten Instanz CryptPad vollkommen selbst zu hosten und schafft damit Transparenz. Für einen Account auf der zur Verfügung gestellten Instanz werden in der Regel keine benutzerbezogenen Daten benötigt. Lediglich, wenn ihr dort mehr Speicher haben wollt, dann müsst ihr eben bezahlen. Und dazu dann eure E-Mail-Adresse sowie eine Zahlungsmethode angeben. Nutzende können zum aktuellen Zeitpunkt keine Zwei-Faktor-Authentifikationen verwenden. Allerdings ist ein solches Feature laut Roadmap für Ende 2022 geplant. Neben dem klassischen Kanban-Board bietet CryptPad ebenfalls, wie schon gesagt, einen Texteditor, aber auch mit der Option für Code-Highlighting, Forms, ein Tool, um Umfragen zu erstellen, eine Whiteboard-Funktion und kollaboratives Arbeiten an Markdown-Dokumenten an. Über das selbsterklärende User-Interface können mehrere Nutzer gleichzeitig an einem Dokument arbeiten, entweder über einen geteilten Link, ähnlich wie bei Google Docs, oder über die Invite-Funktion direkt an einen anderen CryptPad-Account. Projektmanagement über GitHub, das soll gehen, magst du dich fragen? Ich kann dir sagen, ja, das geht durchaus. Was viele nicht wussten, GitHub bietet direkt mit integriert ein Projektmanagement-Tool mit Kanban-Board an. Der riesige Vorteil ist natürlich, eigentlich jeder Developer hat einen GitHub-Account. Dadurch muss sich niemand bei einem Dienst ein zusätzliches Konto erstellen. GitHub bietet zwar verschiedene preisliche Pläne, aber schon mit dem kostenlosen Account kann man das Projektmanagement komplett nutzen. Der Vorteil von einer Task-Management-Lösung direkt an dem zentralen Ort, wo am Ende euer Projekt ja auch vermutlich liegt direkt auf der Hand. Jeder kennt das Nutzerinterface von GitHub. Der Account lässt sich sogar mit Security Key oder natürlich auch klassischem 2FA absichern und Aufgaben können direkt mit Issues und Pull Requests verknüpft werden. Die Nutzung von GitHub Actions lässt darüber hinaus auch weitere sehr komplexe Workflows zu, also zum Beispiel automatisches Deployment. Besonders die Integration mit Issues und die Übernahme direkt in Tasks ist beeindruckend. Allerdings lässt sich das auch mittlerweile mit sehr vielen anderen Boards über die API machen, beziehungsweise über deren direkte Integration. Denn ja, ist natürlich sehr beliebt. Ein paar kleinere Features haben mir beim Test gefehlt, aber definitiv nichts, das man dringend braucht. Das nächste Tool heißt Jira. Im Gegensatz zu GitHub und CryptPad ähnelt es eher ClickUp oder Asana. Jira ist ein großes, komplexes Programm mit sehr vielen Funktionen rund um Projektmanagement. Jira könnte als Platzhirsch gesehen werden. In sehr vielen Unternehmen ist es immerhin seit Jahren etabliert. Neuere Tools wie ClickUp oder Asana scheinen Jira aber immer mehr Konkurrenz zu machen. Jira ist im Web
für Windows, iOS und Android verfügbar. Linux- und Mac-User bekommen kein eigenes Programm. Jira kann ziemlich intuitiv für sehr viele Anwendungszwecke genutzt werden. Neben der agilen Softwareentwicklung natürlich auch für DevOps und für Bug-Tracking. Bei ClickUp zum Beispiel ist das zwar auch möglich, erfordert aber etwas mehr Konfiguration und Eigeninitiative. Wie bei vielen anderen Tools können auch hier Roadmaps erstellt werden und Aufgaben als Kanban-Board oder in anderen Ansichten angesehen werden. Jira bietet genauso viele Integrationen, zum Beispiel für GitHub oder Slack an und hat natürlich ebenfalls eine eigene API. Auch bei Jira gibt es eine Option für 2FA, leider auch hier nicht mit direkt einem Security Key dabei. Wer Jira benutzen will, kann sich zwischen 3 verschiedenen Plänen entscheiden. Die kostenlose Variante kann von maximal 10 Benutzern genutzt werden, enthält 2 GB Speicher und Support gibt es nur über ein Community-Forum. Wer $7,50 pro Monat zahlt, kann seinen Jira Workspace mit bis zu 35.000 Nutzern teilen. Hat die Möglichkeit, Rollen an Teammitglieder zu verteilen, erhält ganze 250 GB Speicher und erhält Support, allerdings nur in bestimmten Geschäftszeiten. Für volle $14,50 pro Monat kommen erweiterte Berechtigungen, Tools, eine Admin-Konsole, unbegrenzt Speicher, Automatisierung von verschiedenen Release-Prozessen von Produkten sowie ein 24/7 Kundensupport dazu. Datenschutz an erster Stelle ohne Kompromiss, das verspricht Stackfield, ein Tool, das in Deutschland entwickelt wird. Die Entwickler versprechen, Daten werden nur in Deutschland mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gespeichert. Die Verarbeitung der Daten findet nur in der EU statt und deshalb immer noch unter Wahrung des deutschen und europäischen Rechts. Laut Anbieter ist das Tool komplett DSGVO-konform und es werden keine externen Tracking-Tools genutzt. 2FA wird natürlich unterstützt. Herausstechen kann Stackfield dennoch in diesem Punkt nicht, denn zum aktuellen Zeitpunkt werden ebenfalls Security Keys nicht unterstützt. Also wie bei allen, außer bei GitHub. Zusätzlich bietet Stackfield eine weite Unterstützung von verschiedenen Plattformen an. Stackfield ist über Windows, macOS, iOS, Android und eine Website nutzbar, nur Linux-User erhalten kein eigenes Programm. Zu den Features gehört ein Teamchat, ein Forum für Diskussionen mit Abstimmungsfunktion, eine Plattform für Videokonferenzen, die Möglichkeit Time-Tracking zu betreiben, Dokumentation oder Notizen zu speichern sowie Support über Chat, E-Mail und Telefon. Das alles klingt sehr gut und auch beim Testen zeigten sich keine Schwächen. Dennoch ist anzumerken, dass Stackfield zum aktuellen Zeitpunkt zwar eine eigene API anbietet, aber keine Integration zu anderen Diensten und keinen kostenlosen Plan hat. Wer Stackfield nutzen will, hat zwar die Option auf eine kostenlose Testphase, muss danach aber mindestens 9 € pro Monat hinblättern. Die meisten Grundfunktionen sind in diesem Business-Tarif enthalten. Um die Plattform für Videokonferenzen zu nutzen und weitere Sicherheitseinstellungen zu bekommen, wie zum Beispiel eine 2FA-Pflicht für alle Mitglieder, müssen 14 € pro Monat bezahlt werden. Für weitere 4 € pro Monat, also insgesamt 18 pro Monat, bekommen Teams weitere zusätzliche Möglichkeiten wie E-Mail-Texte von Einladungen benutzerdefiniert anzupassen oder weitere Login-Möglichkeiten. Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv und übersichtlich, daher sollte für neue Nutzer der Umstieg auf Stackfield eigentlich auch sehr einfach sein. Schauen wir uns nun Todoist an. Tatsächlich nutze ich persönlich Todoist selbst, privat, nicht für die geschäftliche Videoplanung, aber für kleinere Aufgaben, zum Beispiel eben auch für Sachen wie den Haushalt. Tatsächlich ist das aber auch eher der Anspruch von Todoist, auch wenn mittlerweile eine Funktion also normale Ansicht ist quasi eine To-Do-Liste und mittlerweile kann man auch dort ein Kanban-Board erhalten. Aber Todoist hat keine Chat-Funktion, möchte es auch gar nicht und auch kein Forum. Es können zwar mehrere Leute an einem Projekt arbeiten und auch Kommentare zu To-Dos hinzufügen, dennoch muss man ganz klar sagen, dass Todoist eher für kleinere Projekte und eher als To-Do-Liste konzipiert wurde. Dafür kommt Todoist mit sehr vielen kleinen nützlichen Details. Zum Beispiel, wenn man die Aufgabe neues Objektiv bis nächsten Freitag kaufen hinzufügt, dann erkennt Todoist automatisch, dass die Aufgabe bis nächsten Freitag erledigt sein soll und ändert damit das Deadline-Datum. Darüber hinaus können Tasks per E-Mail hinzugefügt werden. Jeder Nutzer kann an eine E-Mail, die seinem Account zugewiesen wurde, Aufgaben mailen, die dann automatisch hinzugefügt werden.
Todoist wird von über 30 Millionen Menschen genutzt. Ein Faktor, der hier wahrscheinlich eine Rolle spielt, ist, dass Todoist unter allen gängigen Plattformen ziemlich gut verfügbar ist. Also im Web unter macOS, Windows, Linux, Android und iOS. Sogar manche Smartwatches haben ein Plugin für Todoist. Mit Browser-Add-ons können zusätzlich noch Aufgaben direkt aus den meisten Browsern hinzugefügt werden. Eine weitere Stärke von Todoist ist, dass man durch einige Integrationen, genau wie bei den großen Vorbildern, die verschiedensten Plattformen mit seinem Account verbinden kann. Es gibt eine Integration mit den meisten Kalendern und eine eigene API. Zum aktuellen Zeitpunkt fehlen aber direkte Integrationen für GitHub und Co. Todoist-Nutzer haben die Wahl zwischen 3 Plänen, einem kostenlosen, der auf 5 Projekte mit je 5 Kollaboratoren beschränkt ist, die Pro-Version für 4 Euro pro Monat mit 300 Projekten und 25 Kollaboratoren je Projekt, sowie der Funktion Erinnerungen zu erstellen und einen Businessplan für 6 Euro im Monat mit 500 Projekten mit 50 Mitarbeitenden. Dazu bekommen Admin- und Mitgliederrollen. Egal ob Free, Pro oder Business, in jeder Version limitiert Todoist die Aufgaben, die pro Projekt hinzugefügt werden können, was ich ziemlich seltsam finde, aber es sind 300. Mehr geht nicht. Und das ist mir tatsächlich schon mehrfach ein bisschen eine Limitierung gewesen in meiner Video-Idee-Sammlung. Die hat mittlerweile, wie gesagt, 500 Einträge verteilt über mehrere To-Do-Listen bzw. Boards. Ein großes Plus dagegen ist die einfach gestaltete Benutzeroberfläche, sowie die Möglichkeit der 2FA, leider auch hier ohne direkten Security-Key-Support. Obwohl viele Punkte limitiert sind, bietet Todoist trotzdem die Möglichkeit, Unteraufgaben zu erstellen, mit Tags und Prioritäten zu arbeiten. Trello ist wahrscheinlich das Standard-Kanban-Board. Mit über 50 Millionen Nutzern ist Trello sehr weit verbreitet und wird von vielen Teams genutzt. Ein Grund wird die Unterstützung für alle Plattformen außer Linux sein. Wer kein Programm nutzen will, kann immer noch die gute Web-Version nutzen. Trello hat sich auf die Kanban-Funktionalität wirklich spezialisiert. Hier sucht man zum Beispiel eine Chat-Funktion vergeblich. Dagegen kann man sich die Aufgaben neben der Kanban-Ansicht als Timeline im Kalender, als Tabelle oder auf einer Karte anzeigen lassen. Für eine bessere Übersicht kann man Dashboards mit Statistiken erstellen und über Automation Aufgaben automatisch erstellen und ändern lassen. Dafür bietet Trello eine eigene API sowie Integrationen mit sehr vielen Diensten, darunter natürlich auch GitHub und GitLab sowie alle gängigen Kalender. Für die Account-Sicherheit ist auch gesorgt. Trello bietet wie fast alle anderen Dienste 2FA an. Das User-Interface ist ein altbewährtes, mit dem die allermeisten ohne Probleme klarkommen. Wer Trello nutzen möchte, kann sich zwischen 4 verschiedenen Plänen entscheiden. Im kostenlosen Plan kann man nur eine limitierte Anzahl von Kanban-Boards erstellen, diese aber mit beliebig vielen Karten füllen. Dateien können tatsächlich unbegrenzt angehängt werden, wobei im kostenlosen Plan die Dateigröße auf 10 MB und in allen anderen Plänen auf 250 MB begrenzt ist. Für $5 pro Monat erhält man eine unbegrenzte Anzahl an Boards und kann benutzerdefinierte Felder für Aufgaben erstellen. In beiden bisher vorgestellten Plänen gibt es aber neben der Kanban-Ansicht nur begrenzte andere Features und zum Beispiel die Dashboard-Ansicht, die Timeline-Ansicht, den Kalender oder die Kartenansicht, da muss man schon dann die $10 pro Monat bezahlen. Dafür bekommt ihr weitere Features, um Mitglieder als Admin zu verwalten und zusätzliche Sicherheitseinstellungen. Ein 4. sogenannter Enterprise-Plan richtet sich an Firmen und bietet dort weitere Möglichkeiten, einzelne Boards zwischen Teams aufzuteilen. Ein wichtiger Bestandteil von Trello sind sogenannte Power-Ups. Mit diesen kann der Benutzer die Funktionalität seines Boards verbessern. Diese Power-Ups werden in einer Art Store zur Verfügung gestellt und können von dem Benutzer als Plugin installiert werden. Das sind wirklich nicht wenige. So könnt ihr zum Beispiel GitHub verlinken oder auch Slack oder andere Dienste. Das letzte Tool für heute kommt von ZenKit. Genauer genommen geht es um ZenKit Projects. ZenKit bietet 6 Apps, die alle für das Arbeiten als Team gedacht sind. Beispielsweise kann ZenChat dazu genutzt werden, ratet mal, als Team zu kommunizieren, während Hypernotes für Dokumentation genutzt werden kann. Wer diese Tools nutzen möchte, muss für jedes einzeln bezahlen. Also jedes Tool muss separat gekauft werden, wobei es auch immer eine kostenlose Variante dafür gibt. ZenKit hat eine eigene API und bietet über Zapier, einem Dienst zur Verknüpfung mit anderen Diensten, Integration und Automation mit vielen weiteren Diensten an.
Darunter natürlich dann auch zum Beispiel alle gängigen Kalender. Die ZenKit-Programme können auf der Website genutzt werden und werden als Programme für Windows, macOS, Linux, iOS und Android natürlich zur Verfügung gestellt. Ähnlich wie bei Todoist limitiert ZenKit in allen Plänen. Im kostenlosen Plan können 1000 Tasks erstellt werden und in bis zu 3 Projekte aufgeteilt werden. Für Dateien steht hier 1 GB Speicher zur Verfügung. Wer im Team arbeiten will, kann im kostenlosen Plan seinen Workspace mit bis zu 3 Personen nur teilen. Features wie benutzerdefinierte Felder oder verschiedene Rollen für Teammitglieder bleiben bezahlten Plänen vorenthalten. Gleiches gilt für 2FA, denn wer seinen Account mit einem zweiten Faktor sichern will, muss bei ZenKit mindestens 9 € dafür bezahlen. Dafür können nun bis zu 80.000 To-Dos hinzugefügt werden und das Ganze über 80 Projekte verteilt. Für Dateien stehen dann 6 GB zur Verfügung und an einem Projekt können hier bis zu 50 Personen arbeiten. Nutzerrollen und wiederkehrende Aufgaben stehen nun auch zur Verfügung. Für den vollen Preis von stolzen 25 € pro Monat können nun bis zu 800.000 Aufgaben erstellt werden und das in bis zu 800 Projekten. Mitarbeiten können hier bis zu 300 Mitglieder. Hier stehen dann auch weitere Features wie die benutzerdefinierten Felder zur Verfügung. Alle vorgestellten Tools haben die grundlegende Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten. Dennoch haben sie teilweise große Unterschiede und teilweise auch eine Menge weiterer Funktionen, die für das Arbeiten an einem Projekt nützlich sein können. Kommen wir nun daher zu meinem sehr persönlichen Fazit und bitte an der Stelle bildet euch euer eigenes. Für ein kleines Projekt, an dem ihr alleine oder mit wenigen Leuten arbeitet, kann ich Todoist oder CryptPad empfehlen. Wer Integration für zum Beispiel seinen Kalender will, sollte Todoist mal ausprobieren. Wer sich dagegen um seine Sicherheit und die seiner Daten kümmert und Transparenz haben will, sollte sich vielleicht CryptPad genauer anschauen. Die Server-Admins unter euch können auch CryptPad einfach selber hosten. Sobald ein Projekt aber mehr Koordination und Absprachen erfordert, sind beide Tools meiner Meinung nach nicht mehr ganz mächtig genug. Wer in einem etwas größeren Team oder einem größeren Projekt arbeitet, sollte sich eher für ein großes Projektmanagement-Tool interessieren. Hier gibt es einige sehr gute Optionen. Zunächst soll gesagt sein, jedes Tool erfüllt seine Aufgaben und welches Tool für dein Projekt das richtige ist, ist zu einem gewissen Teil auch sehr abhängig von deinem Projekt und deinen Anforderungen. Ich persönlich nutze für meine interne Koordination ClickUp und kann dieses Tool auch nur stark empfehlen. ClickUp bietet eine riesige Auswahl an Integrationen und Features und auch direkt integrierte Tools. Ein Kritikpunkt an ClickUp, der meiner Meinung nach dann doch ziemlich ins Gewicht fällt, ist die Preispolitik. Man kann ClickUp kostenlos gut nutzen, ja. ClickUp limitiert allerdings einige der eigentlich tollen Features im kostenlosen und sogar im billigsten der bezahlten Pläne. Wer möglichst preisgünstig oder am besten umsonst unterwegs sein möchte, der sollte sich vielleicht Asana anschauen. Hier bekommt man schon in der kostenlosen Version über 100 Integrationen, kann unbegrenzt viele Projekte und Aufgaben erstellen und hat unbegrenzt Speicher. Ja, auch hier fehlt eine Timeline-Ansicht und auch das Feature von benutzerdefinierten Feldern für Aufgaben, aber ich denke, das sollte verkraftbar sein. Wer dagegen eine sehr gute Lösung haben will und auf Privatsphäre und Datensicherheit besonders achtet, sollte sich vielleicht Stackfield anschauen. Hier kommt man nicht um einen bezahlten Plan drumherum, hat dafür aber dann wie bei ClickUp und Asana eine sehr schöne Benutzeroberfläche und einen großen Funktionsumfang. Leider unterstützt Stackfield zum aktuellen Zeitpunkt kaum Integration zu anderen Diensten und ist dadurch von den Features etwas schlanker aufgestellt. Egal welches Tool du nutzt, alle Tools geben euch die Möglichkeit, strukturierter an Softwareprojekte zu gehen und effizienter zu arbeiten. Alle vorgestellten Tools besitzen die Funktion eines Kanban-Boards und können deswegen auch voll und ganz dafür genutzt werden. Ja, einige Tools bieten Integration mit anderen Diensten oder vielen anderen Tools an, aber die Grundfunktion ist in jedem Tool enthalten. Wer unbedingt Integration für seinen Workflow braucht, sollte sich deswegen auch etwas genauer umschauen. Für den Anfang erfüllt aber eigentlich jedes Tool voll und ganz seinen Zweck. Was mich zum Schluss interessieren würde, benutzt ihr ein Kanban-Board? Und wenn ja, welches ist es? Und warum vor allem? Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr zur Softwareentwicklung oder anderen Themen lernen wollt, lasst gerne ein Abo da und schaut euch auf dem Kanal um. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.